Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial mit mir und wünsche euch einen schönen Sonntag. Heute machen wir hier so eine Box. Die kann man hier an den Seiten aufziehen und dann kann man hier in der Mitte dieses Fach aufmachen. Da passt jetzt nicht so wahnsinnig viel rein. Ich nehme an, ja, ihr seht hier 2 Tütchen Goldbeeren, vielleicht noch ein kleines Kärtchen und vielleicht passt auch ein paar Küsschen rein. Ich glaube, die goldenen, die passen nicht rein. Ja, und wie das geht, das möchte ich euch heute zeigen. Das kann man dann hier wieder so zuschieben, nett dekorieren. Hier habe ich das mal gemacht, dass da solche Ausschnitte drin sind. Mir gefällt das nicht so gut, vor allem wenn man ein schönes Papier hat. Ja, ich zeige euch, wie das geht, aber wir machen heute so eins. Und dann fangen wir auch mal an. Wir brauchen dafür erstmal, ich habe hier noch so ewig viel Farbkarton, den muss ich mal verarbeiten. Wir brauchen dafür ein Stück für die Innenschatulle mit dem Maß 18. Na. Mal 26. Und das lassen wir jetzt gleich so liegen und dann wird das gefalzt bei 2. Bei 4. Bei 6. Und bei 8. Und auf der anderen Seite genauso. Diese Idee ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Die ist von der lieben Jana, von Janas Bastelwelt. Und ich fand das so toll, ich musste das auch machen und habe mir gedacht, das zeige ich euch eben schnell. Maße braucht ihr wie immer nicht mitschreiben. Ich schreibe euch die in die Infobox. Dann drehen wir das um 90 Grad und falzen bei 2 oder kurz vor 2 und bei 4 und auf der anderen Seite genauso, auch wieder kurz vor der 2. Warum, zeige ich euch gleich. Und bei 4. So, dann können wir das erstmal alles einmal durchfalzen. Dann müssen wir noch ein bisschen schneiden. Ihr wisst ja, ich falze das immer lieber, weil ich dann besser diese Falzwülste sehe, die ich immer rausschneide. So, und das hier wird nachher nach innen geklappt und deshalb habe ich das ein ganz kleines bisschen vor der 2 das erste Mal gefalzt, damit das hier nicht aufsteht. So, jetzt schneiden wir erstmal ein bisschen. Und zwar hier neben der Falzlinie
bis zur ersten. Das kürze ich hier, schneide mir hier eine kleine Ecke raus. Das wird die Klebelasche. Und hier auch wieder neben der Falzlinie wegschneiden. So, das auf allen 4 Seiten. Wer mag, kann dann schon mal vorspulen. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt, das Video so zu bearbeiten. Hier die kleine Ecke noch weg. Es ist eine super schöne Schachtel mit einem tollen Effekt. Die ist auch relativ schnell gemacht. Also wenn man es einmal raus hat, dann läuft das ziemlich gut. So, und das letzte. Und dann können wir auch schon das Innenteil sozusagen zusammenbauen. Es kommt ja auch bald Ostern und dann ist ja so eine kleine Schachtel mit Special-Effekt oder für Valentinstag, um da vielleicht, ja, wenn man selbst die Frau ist, einen Antrag zu verstecken. Man weiß es ja nicht. Hier diese Ecken, die schräge ich ein ganz kleines bisschen ab. Das wird sozusagen ein Teil einer Rahmenbox. So, dann können wir jetzt da auch sozusagen Klebe drauf verteilen. Wenn ich jetzt hier mein, ja, da ist er, mein Klebeband. Also, das hier ist das Innenteil. Wir kleben hier innen Klebe drauf. Ich nehme da ja immer gerne das doppelseitige Klebeband. Dann drehen wir das um und packen uns hier auf diese Seite Klebeband schön an den Rand. Da auch gerne 2 Streifen. Ihr könnt natürlich auch mit Flüssigkleber arbeiten. Ich mache das aber jetzt hier mal mit Klebeband. Dann hier auf diese kleinen Flügelchen. Da wird es auch außen aufgeklebt. Auch hier schön nah an den Rand. Da reicht 1. Und auf der anderen Seite auch. Hier, wie gesagt, gerne 2. Und auf die kleinen Klebelaschen auch noch.
Dann fangen wir jetzt mit den kleinen an. Und kleben das hier schön Ecke auf Ecke. Ich klebe das immer so, dass hier die Kurve der Falz sozusagen noch zu sehen ist. Ich finde, das gibt dann eine schönere Ecke. So, auf der anderen Seite. Dann klebe ich hier diese beiden ein. Da kann man dann auch mal mit dem Falzbein drüber gehen, schön anarbeiten. Und jetzt werden die hier so eingeklebt wie bei so einer Rahmenbox. Schön darauf achten, dass es hinten anliegt und dann runterdrücken. So, auf der anderen Seite auch. Hier hat es nicht richtig geklebt. Erstmal gucken. Jo. Und auch hier wieder darauf achten, dass es hinten schön anstößt und dann runterdrücken. So, jetzt brauchen wir ja noch hier diese Klappe. Die ist sozusagen extra. Da brauchen wir ein Stück mit dem Maß 7 x 14. So, und dann falzen wir das auf beiden Seiten, beziehungsweise erstmal auf einer Seite bei 2 cm. Auf der anderen Seite falze ich das bei 2,1 cm und kürze mir das dann hier um 1 Millimeter. Dann runde ich mir hier die Ecken ab auf der kürzeren Seite. Und mache mir hier vorne so eine kleine, ja, für den Daumennagel so eine kleine Einbuchtung rein. Gucke, dass ich hier auf beiden Seiten ungefähr gleich bin. So. Das hier wird auch noch umgefalzt. Und dann wird das, beziehungsweise hier, das ist ja jetzt ein bisschen breiter als diese Tasche. Das wird hier so reingeklebt, hinter diese beiden so, dass es ein bisschen übersteht. Ihr seht das hier. So. Und dann
kann man das hier vorne einstecken. Damit ist dann die Schachtel verschlossen. So, jetzt wieder raus und da würde ich dann doch empfehlen, mit Flüssigkleber zu arbeiten, weil, wie gesagt, mit Klebeband hat man nur einen Versuch und so kann man ein bisschen schieben. Hierbei ist darauf zu achten, dass es auf beiden Seiten ungefähr gleichmäßig ist. Ich halte es gleich mal in die Kamera. Ungefähr so, dass hier die Ecken den gleichen Abstand haben. Dann kann man das hier so ein bisschen festreiben. Und damit kann man dann hier vorne, das auf der anderen Seite ist es ja auch nicht fest, da kann man es dann einstecken. So, damit ist jetzt die äußere Schachtel fertig. Jetzt, beziehungsweise die innere Schachtel ist fertig. Jetzt kümmern wir uns um hier die zwei Flügel und um den Mechanismus, dass das nicht auseinanderfällt. So, dafür brauchen wir ein Designpapier eurer Wahl. Und hier gibt es so ein paar Sachen zu beachten. Ich mache mir hier unten das erstmal weg. Denn das Papier oder das Bild, was sich hier ergibt, ist im Prinzip ja einmal durchgetrennt. Wir brauchen nämlich zwei Streifen A7,4. So, und die passen ja jetzt vom Verlauf so zusammen. Und so möchten wir das auch auf der Box sehen. So, dann kürzen wir uns die beiden auf 25,6. 25,6, 7,4 mal 25,6. Dann lassen wir uns das gleich drin liegen und falzen bei 1, bei 3,2, drehen das um, 13,3 und 15,5. Dann auf der kurzen Seite bei 2,2. Das ist jetzt mal das erste. Das zweite, immer mal ein bisschen anhalten, wo wir das jetzt kürzen müssen. Also 25,6. 25,6. Jetzt haben wir die Falz, die 2,2 Falz auf der Seite, die muss jetzt bei dem anderen Teil auf der Seite sein. Die machen wir jetzt mal zuerst. 2,2. Und jetzt müssen diese kleinen Falze, die müssen jetzt natürlich genau in demselben Abstand sein, an denselben Stellen. Also vertut euch da nicht, haltet euch das immer so ein bisschen nebeneinander.
damit ihr wisst, wo ihr jetzt die Falze machen müsst. Also wir fangen hier auf der Seite an, sodass die kurze Falz von uns von der Kante weg zeigt. 1, 3,2, 13,3 und 15,5. So, und wenn ihr jetzt hier so einen Ausschnitt rein haben möchtet, ich glaube, hier sieht man es besser, hier so ein, dann müsst ihr das jetzt lassen und nicht falzen vorher. Ihr legt euch das so zusammen, legt euch da die Stanze drauf. Ich nehme mal eine, um das mal zu zeigen. Ihr müsst darauf achten, dass die Stanze schmal ist. Diese hier, dieser Kreis, der war schon zu groß, weil dann sieht man hier nämlich zu viel. Dann kommt das hier hinten raus. Ich kann es euch mal zeigen. Was ich genau meine. Deshalb müsst ihr da aufpassen, wenn ihr das machen wollt. Ich kriege es nicht auf. So, dann sieht man hier das Ende sozusagen dieser Umschlag. Und das muss man so weit aufziehen, sonst kriegt man nämlich hier das nicht. Ach so, hier diese zwei passen auch noch. Es passt, glaube ich, auch noch ein drittes rein. Je nachdem, wie ihr das machen möchtet, müsst ihr dann jetzt die Stanze auflegen, festkleben, also die Mitte justieren, festkleben mit Washi-Tape und das genauso durch die Stanzmaschine schieben. Also das geht mit der kleinen Sizzix, also mit der A5. Man braucht nicht die große. Das nur nebenbei, aber das lassen wir jetzt mal. So, dann können wir jetzt hier schon mal falzen. So, und dann schneiden wir wie folgt. Hier diese kleine Ecke, die kommt weg. Hier oben kann man das auch ein bisschen anschrägen, das wird die Klebelasche. Das hier, diese Seite wird gerade geschnitten und diese schräg. Und da zeige ich euch gleich auch noch einen Trick, wie man das dann zusammenbaut. Gerade, schräg, gerade, schräg. Das mache ich hin und wieder mal, wenn vom Schneiden so eine scharfe Kante da ist. Das machen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch. Einmal durchfalten. Und dann fangen wir an wegzuschneiden. Also hier, wie gesagt, diese kleine Ecke hier, die kommt weg. Und hier wieder gerade, schräg, gerade, schräg, schräg, gerade. Also auch hier gehe ich noch mal rüber und begradige mir das. So, dann können wir auch schon zusammenbauen. Hier unten
packe ich mir wieder doppelseitiges Klebeband drauf auf die Klebelasche. Und dann kann man das hier zusammenkleben. Ich weiß immer noch nicht, wo mein normaler Picker ist. Deshalb muss ich immer mit der Ahle arbeiten. Schön hier zusammenkleben. Auch hier achte ich immer so ein bisschen darauf, dass das erst hinter der Kurve sozusagen beklebt ist. So, dann gucke ich mir an, welches ist jetzt hier mein, das ist hier die schöne Seite, die kommt hier ja gleich drauf. Also, dann lege ich schöne Seite, stelle das so vor mich hin, lege erst die Hinterseite um, nehme mir Kleber, streiche den auf die Flügelchen. Klappe die ein, so dass die nicht innen in der Box liegen und packe dann hier auch auf diese Seite Kleber drauf und schlage um. Weil manchmal hat man ja gerade bei so schmalen Boxen, da stören diese Flügel innen und deshalb ist das eine ganz gute Methode, um die Flügel außen vor zu lassen. Bisschen andrücken. Das kann man natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Und dann kann man das hier schon mal aufschieben. Kann man das mal hinstellen, noch ein bisschen andrücken und dann können wir schon mal die zweite zusammenbauen. Ganz genauso darauf achten, dass es so ein bisschen vor der vor der Falzwulst sozusagen klebt. Und auch hier wieder gucken, wo ist meine schöne Seite. Das ist das hier, also da, wo die Klebeseite nach hinten zeigt. Stelle das wieder so vor mich hin, dass die schöne Seite zu mir zeigt. Klappe mir das um. Die hier kommen rein. Und bestreiche hier die Flügelchen mit Kleber. Klappe die um und klebe jetzt die letzte Seite darüber. Damit sind dann halt auch diese Flügelchen verschwunden und sie stören auch nicht innen drin. Weil innen drin brauchen wir jetzt gleich noch ein bisschen Platz. Weil wir müssen ja noch diesen Mechanismus anbringen, der verhindert, dass die Box auseinanderfällt. So sieht das dann aus. Und ich finde, es sieht, also insbesondere wenn man so ein Musterpapier hat, finde ich das irgendwie total schön, wenn das Muster auch zu sehen ist, weil man es ja geteilt hat. Hier ist es nicht ganz so schlimm, weil es sind halt Blümchen. Hier ist es eigentlich doch ein bisschen schade. Aber das waren meine ersten Versuche und ja, also ich finde es so fast schöner. Jetzt kann man natürlich hier auf diese Seite kann man jetzt auch noch was draufkleben. Wir haben ja gesagt, die ist 7 breit. Die mache ich mal 6,5 mal 9. Schneide ich mir noch ein Stück ab. 9. Mal 6,5. Das kann man dann hier draufkleben. Da kann man auch einen schönen Stempel drauf machen, wenn man möchte. Schon mal einen kleinen Gruß oder irgendwie sowas. Ich klebe jetzt hier das Bild da drauf.
So. Wer will, kann hier innen drin auch noch einen kleinen Stempel reinmachen. Das habe ich bei den anderen auch, gemacht. Finde ich eigentlich auch immer ganz süß. Ja, einfach so oder nur für dich oder alles Liebe. Kleine Überraschung, was ihr da habt. Macht sich immer ganz gut. So, jetzt brauchen wir noch diesen Mechanismus und dafür nehmen wir uns ganz einfach, wenn ich es jetzt hier finde, zwei Stücke ganz tief normales Kopierpapier. Das hier schneide ich mir mal ein bisschen gerade. Mit den Maßen 6 x 6. So, lassen wir es gleich drin und falzen das jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5. Und auch das andere. So, die werden jetzt wie eine Ziehharmonika gefaltet. Dann kann man da mal mit dem Falzbein drüber gehen. Wer das jetzt ganz richtig korrekt machen wollte, wisst ja, dass man so eine Ziehharmonika immer auf der einen Seite falzt, das Papier umdreht und auf der anderen Seite falzt. Aber das ist hier in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Dann kommt auf beide Seiten der Ziehharmonika doppelseitiges Klebeband. So. So. Und das wird jetzt hier, eine Ziehharmonika wird jetzt hier mittig auf hier diese Seite geklebt. So. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass wir hier den richtigen, ja. Na. So. Und auf die andere Seite die andere Ziehharmonika. Und das ist im Prinzip der Mechanismus, der dann
verhindert, dass die Teile auseinanderfallen. Das ist schmal genug, damit es hier nicht so einen riesen Gap gibt. Also es ist nur ganz schmal. Wenn man da jetzt noch eine Schleife drum macht, dann hat man gar keins. So. Und damit ist das fertig. Ihr seht, es hält. Dann kann man es befüllen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo. Und ich freue mich immer ganz besonders über Kommentare. Ich lese die alle und beantworte auch alle. So viele sind es ja nicht. Aber das freut mich immer ganz besonders. Und ja. Und schaut auch gerne mal bei der Jana vorbei, die macht auch ganz tolle Sachen. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.